Eigentlich wollte ich das niemals machen. Never ever. Aber dann habe ich mich doch dazu hinreißen lassen. Eine Flusskreuzfahrt ist doch nur was für alte Leute. So dachte ich auf jeden Fall vor der Reise. Ob ich bei dieser Einstellung bleibe? Dazu später mehr. Vom Start in Engelhardtzell aus schippern wir nun auf der Donau entlang Richtung Wien. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Aussicht von Deck aus ist schon mal nicht schlecht. Das Wetter passt auch, also so kann es ruhig weitergehen. Die österreichische Hauptstadt ist übrigens die zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin und präsentiert sich heute als moderne Weltmetropole. Wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man definitiv eine Fahrt mit der Pferdekutsche, dem sogenannten Fiaker, durch die Innenstadt machen. Uns war das leider vergönnt, da wir einfach zu wenig Zeit hatten. Das Barockschloss Belvedere im Herzen der Stadt ist eine der meist fotografierten Sehenswürdigkeiten Wiens. Mit seiner prächtigen Gartenanlage zählt es zu den imposantesten Bauwerken der Stadt und macht seinem Namen alle Ehre. Weiter geht es nun der Donau entlang in Richtung ungarische Hauptstadt. Budapest ist mit seinen knapp 2 Millionen Einwohnern die größte Stadt Ungarns. Das wunderschöne Parlamentsgebäude gilt als das Wahrzeichen der Stadt. Die beiden Viertel Buda und Pest werden durch die Donau voneinander getrennt. Die Fischerbastei am Burgberg erinnert mit ihren zahlreichen Türmen, Treppen und Zinnen an eine mittelalterliche Burg. 1987 wurde der gesamte Bereich um das Burgviertel und den Donauufern durch die UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Bevor wir Budapest bei Nacht verlassen, machen wir schnell noch einen Abstecher auf den Gellertberg, um neben der Freiheitsstatue auch die traumhafte Aussicht zu genießen. Unser nächstes Ziel, wer hätte es gedacht, ist schon wieder eine Hauptstadt. Bratislava ist mit 425.000 Einwohnern die größte Metropole der Slowakei. Von der Burg Bratislava aus hat man einen schönen Überblick auf die Stadt. Der nostalgisch knallrote City Express bringt uns nun in die Altstadt. Das historische Stadtzentrum ist zwar relativ klein, jedoch wunderschön. Lass dich einfach durch die hübschen Gassen der Altstadt treiben. Bratislava versprüht aus meiner Sicht ein unglaublich faszinierendes Flair.
Der Ankerplatz unseres Schiffs liegt nicht weit entfernt von der Innenstadt. Bei Sonnenuntergang sagen wir Ade zu Bratislava und steuern zurück nach Österreich. Unterbrochen wird die Fahrt immer wieder durch kurze Stops. Zwischen Passau und Budapest gibt es übrigens insgesamt 11 Schleusen. Irgendwann habe ich mit den Zählen aufgehört. Durch die Wachau tuckern wir nun am nächsten Morgen in Richtung Krems und werden dort den kleinen Ort Dürnstein und das benachbarte Klosterstift Melk besuchen. Das Wetter zeigt sich nach wie vor von seiner besten Seite. So macht Flusskreuzfahrt definitiv Spaß. Dürnstein liegt nur wenige Kilometer westlich von Krems und ist eines der bekanntesten Ziele in der Wachau. Oben am Berg thront die Ruine Dürnstein. Der markant blau-weiße Turm der Stiftskirche ist ein echtes Barockjuwel. Jährlich kommen deshalb 1,7 Millionen Tagestouristen in den Ort. Nicht umsonst ist Dürnstein eines der beliebtesten touristischen Ziele Niederösterreichs. Mit dem Bus geht es weiter nach Melk. Als Wahrzeichen der Wachau gehört das Benediktinerkloster Stift Melk zum UNESCO-Weltkulturerbe. Leider ist hier Filmen komplett verboten, was mich immer maßlos ärgert, denn ich kann das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Da passt es auch ins Bild, wenn das Wetter umschlägt und im Nebel fast gar nichts mehr zu sehen ist. Was soll's? Stift Melk ist für mich als ambitionierter Filmer eine komplette Enttäuschung. So, nun neigt sich unsere erste Flusskreuzfahrt so langsam dem Ende entgegen. Eine Reise, vor der ich mich lange geziert habe. Ich frage mich, warum eigentlich? Der Service an Bord war top, das Wetter war perfekt, die Reiseziele waren absolut sehenswert und die Passagiere, auch die Älteren, waren wirklich alle nett und freundlich. Meine Einstellung hierüber hat sich somit komplett geändert. Alter spielt sich wirklich viel im Kopf ab und nicht auf der Geburtsurkunde. Wenn man sich nicht daran stört, dann spielt es auch keine Rolle. Und mal ganz ehrlich, letztlich ist es mit dem Alter auch immer eine Art des Blickwinkels. Für einen 18-Jährigen bin ich mit 52 vermutlich schon steinalt. Und übrigens, wir waren nicht mal die Jüngsten.